Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Wir schauen uns die kollektiven Energien an, die in allen Lebensbereichen zur Verfügung stehen. Was zeigt sich am deutlichsten? Wo gibt es Hinweise? Ich nehme heute meine eigenen Karten. Die hat Bernd mir gemalt. Ich gebe euch ein kleines Update. Also der Zustand ist weitgehend okay. Ja, okay. Es ist, wie es ist. Die Reha wird angesetzt. Und zwischendrin, bevor Reha kommt, also er ist jetzt noch in der Klinik, kommt er nochmal heim. Da gibt es dann natürlich hier auch für mich Aufgaben, die ich ja tragen kann. Ich komme aus der Pflege. Ja, mehr sage ich jetzt mal nicht. Ich lege einfach los. Wenn ihr dran bleibt, könnt ihr am Ende noch eine kleine Botschaft für euch, für die neue Woche kriegen, als Impuls. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr mir erhalten bleibt. Vielleicht auch, wenn ich mal nicht so präsent bin oder die Kommentare immer aktiviert habt. Unterstützt mich mit einem Like oder wenn die Kommis offen sind, auch mit einem Kommi. Ich bin gerade sehr dankbar für alles, was mich auch unterstützt, denn ich kann keine privaten Readings im Moment machen. So. Es geht hier darum, dass sich Wissen eröffnet, dass man an Infos kommt, dass viel Bewegung ist, dass sich viel zeigt, das im Unterbewusstsein ruht, rumort. Man muss vielleicht auch viel Papierkrust erledigen. Man darf da genau hingucken, also alles genau prüfen, was an Info kommt. Auch nicht jede Info, die uns ans Ohr kommt, stimmt. Ich habe das jetzt diese Woche wieder deutlich gemerkt. Es heißt manchmal heute so, morgen so. Info ist variabel. Man muss da schon gut bei sich bleiben in der Mitte. Und wir haben die Berufskarte hier gleich zu Anfang. Es scheint also viel um das Thema berufliches Weiterkommen gehen, berufliches Unterwegssein, berufliche Ziele und Träume. Expansion auch irgendwie. Und da sucht man noch so ein bisschen die Info, die man braucht oder das Wissen. Alle anderen, die nicht arbeiten, die arbeiten hier verstärkt an ihren Träumen. Das Leben fordert hier eine Bewegung. Es kann sein, dass man viel unterwegs ist, viel zu tun hat. Und wir haben hier in der Spiegelung was ganz Schönes, nämlich wir haben da, wo die Unklarheiten sind, möglicherweise auch auf den beruflichen Themen den Stern drauf. Der Stern bringt uns hier Klarheit, er stellt die Dinge wieder ins richtige Licht. Man kann mit ein bisschen Glück rechnen. Magie umgibt die Situation, die Visionen vergrößern sich, man hat Lektionen gelernt. Ja, und das Leben sagt uns hier auch, dass wir in eine andere Phase gehen. Wir haben eine Phase, die Veränderung und Transformation zu einem neuen Kapitel im Leben mitbringt. Veränderung, die durch sehr viel Erfahrung auch hier passiert. Veränderung da, wo sehr viele Schattenthemen oder Verstrickungen auch sind. Wow. Und hier hat man wirklich eine Lektion gelernt. Wir haben hier eine bestandene Prüfung, etwas wurde gut gemeistert. Wir haben die Sonne im Haus der Blumen. Es gibt kreative Lösungen. Es kann sein, dass wir unser Fundament, unser Umfeld hier so ein bisschen so gestalten, dass wir neue Wege suchen, dass wir abschneiden, was nicht gut für uns ist, dass wir auch nur noch das mitnehmen ins Umfeld, was uns wirklich gute Energie gibt oder unsere Angebundenheit nährt und trägt. Das ist so ein bisschen auch wie, ich reduziere das, was um mich herum ist. Das Außen ist hier sehr wichtig. Wir sind hier ein bisschen Situationen unterlegen vom Umfeld und von außen.
die hier Entscheidungen mitbringen. Entscheidungen, wo man sich vielleicht auch noch ein bisschen streitbar macht oder wo man einen eigenen Konflikt damit hat. Es kann hier damit zusammenhängen, Beruf und Zuhause unter einen Hut zu bringen. Ja, oder eben auch, dass man tatsächlich versucht, im beruflichen Bereich einen anderen Weg einzuschlagen, eine Entscheidung für sich zu treffen, um sich wieder an sich vom Gerüst her stabiler zu fühlen. Natürlich ist es wieder mal so, dass nichts, was sich neu gestaltet, ohne Konflikte einhergeht. Das ist immer Klärungsbedarf. Vielleicht auch knüpft man an etwas an, was man an der Vergangenheit schon mal begonnen hat. Schicksalshafte Wege, die sein müssen, weil das Außen sie dir liefert. Wir können das Außen nicht kontrollieren. Das geht so ein bisschen an die Menschen oder an die Leute, die, ich sage mal, viel grübeln, keine Lösung finden, die Nächte benutzen, um Dinge zu verarbeiten. Da liegt ja eine große Chance. Also das ist hier eine Phase, die hat mit der alten Lebensphase nichts mehr zu tun. Ne? Hier sind schicksalshafte Wenden im Leben, aber hier sind sie tatsächlich damit verbunden, dass sie mehr Kraft bringen, ja? Dass sie stärkend sind, dass sie stabilisierend sind und dass sie ermöglichen, die nächsten Lebensphase gut zu begehen. Solltet ihr hier irgendetwas mit den Behörden haben oder so, denkt daran kollektiv, dann habe ich hier mit der Sonne gute Auflösungen, gute Regelungen, gute Ergebnisse, gute Energien überhaupt, irgendwas zu stabilisieren oder auch zu verändern. Gilt natürlich hier auch für die Selbstständigen. Wir haben hier so ein bisschen die Finanzen mit im Blick. Das heißt, es geht hier darum, dass Veränderungen kommen, die finanzielle Umschwünge mitbringen. Hier liegt die Finanzkarte im Haus des Hundes. Das heißt auch, es geht um die Themen, wie bleibt mir mein Geld treu? Wo muss ich gucken, dass ich einen anderen Weg hinkriege? Wo vielleicht auch die Häuslichkeit oder die Lebensbereiche so ein bisschen mit drin sind. Aber ich sehe tatsächlich da Lösungen, wo vorher viel Nebel war. Also wo diese Sicherheit gefehlt hat oder diese Info auch, die man braucht. Manchmal hängt es auch an dem Wissen, das uns nicht zur Verfügung steht, dass wir keinen nächsten Schritt planen können. Hier ist das Haus der Entscheidungen und das freut mich ganz gut und ganz sehr. Hier liegt der Schlüssel drin. Das heißt, die Entscheidungen, die hier fällig sind, wir haben in der Spiegelung auch noch die Wege drin. Oder die Möglichkeiten, die hier gegeben sind, neue Wege zu gehen, die liegen hier tatsächlich mit der Sicherheit. Ne? Hier kommt eine Transformation, wir können ein bisschen Kreuz ablegen, es geht darum, gelassener zu sein. Und wir haben hier die Lösung tatsächlich parat. Hier sieht man sehr schön auch in der Spiegelung das Beenden einer schwierigen Situation. Persönlich oder in vielen Lebensbereichen. Denkt immer daran, Transformationsphasen, die gehen nicht in einer Woche. Das kündigt sich an und dann geht es seinen Lauf. Ne? Hier habe ich auch so ein bisschen das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, Verlustängste, Mangelgedanken, vielleicht auch gerade an den Finanzen oder am Beruf dran, die Angst, einen Verlust einzufahren oder nicht aus den Vollen schöpfen zu können, Energie in Sorgen stecken, obwohl das hier gar nichts bringt. Das sagt man so leicht, ne? Aber am Ende muss man das ja mit sich ausmachen, was man für Lebensbereiche zu bepflanzen hat. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir in unserem eigenen Haus liegen. Das heißt, von dort aus sind wir schon in der Position,
wo wir auch unseren Untergrund haben, wo wir aus dem Fundament, auf dem wir bauen, aus dem können wir schöpfen. Hier zeigt sich irgendetwas, das neu gestaltet werden will. Etwas, das mit uns zu tun hat, mit unseren Kindertagen. Hier hängen uns die Elternthemen ein bisschen im Rücken. Hier ist sehr viel Wandel in allem, was Kreislauf ist. Ne? Also Kreislauf heißt immer wiederkehrende Schwierigkeiten oder immer wiederkehrende Themen. Hier liegt die Ringkarte im Haus der Blockaden drin. Ne? Hier hat man irgendwie so ein, nennen wir es, karmisches Beziehungsthema, eine karmische Verbundenheit, ein karmischer Kreislauf, der hier sehr mit Wandel bedacht ist und Veränderung. Also wir können hier etwas loslassen, was sich ewig im Kreis dreht oder wo lange eben dieses Hamsterrad war. Und wir haben hier die Liebe zu allen Dingen. Die Liebeskarte liegt hier mit der Verletzung und hier mit der Kommunikation. Das heißt, wir können ausdrücken, wir können unseren Selbstwert wieder mehr wahrnehmen. Wir spüren, dass wir Dinge, die wir mit Liebe erarbeitet haben, auch hier auf ein Fundament kommen. Ne? Also es wird einem hier so eine Erkenntnis sein, wo man etwas investiert hat und wo es sich auch gelohnt hat. Jetzt guckt euch das mal an. Also für alle, die hier jetzt zum Beispiel ein Beziehungsthema haben. Wir haben, dass die Paare sich angucken oder etwas eben, was die Beziehung oder das Herzensleben betrifft. Die Paare gucken sich an oder die Partner gucken sich an. Zwischen ihnen liegt die Wunscherfüllungskarte, der kurze Weg zum Wohlfühlen. Vielleicht hat man auch die nächste Woche mal so ein bisschen diesen Wunsch, jemand anderen etwas zu erfüllen, was er benötigt. Das können ganz kleine Dinge sein. Was ich auch sehe, sind hier so Personen, die tatsächlich unterstützend auftreten, die helfen. Wir haben die Wunscherfüllungskarte in der Spiegelung mit dem Bären. Das heißt, wir arbeiten uns auch zur Kraft wieder hervor, die wir fürs Leben brauchen. Wir können da einen Kampf beenden, wo wir schlaflose Nächte haben. Man denkt sehr viel über das Schicksal nach und die Schwere, die mancher Lebensabschnitt mitbringt. Aber wir haben hier echt eine wunderbare Lösung hier liegen. Guckt mal, was schön ist. Die Eulen gehen raus. Das heißt, es wird hier ruhiger. Wenn irgendetwas stressig ist oder einen gestresst hat, dann ist die Energie sehr erdend, sehr energiebringend. Wir haben eine gute genesende Energie dabei. Was jetzt auch spannend ist, wir haben im Hause der Vögel das Außen drin. Das heißt für mich, da ist das Geplapper viel und die Schwingung, wo jemand meint, er hat etwas dazu zu sagen oder auch die Meinungen vom Außen an sich, wie man etwas zu erledigen hätte. Das soll man hier gar nicht so berücksichtigen. Wir liegen in unserem eigenen Haus, wir können auf unser eigenes Fundament bauen. Ich sehe Nachrichten, die Sicherheit bringen. Ich sehe die Treue im finanziellen Bereich. Es können hier auch Freunde sein, die unter die Arme greifen oder dass unsere Kinder vielleicht uns finanziell brauchen oder mit uns Themen besprechen, die mit den Finanzen zu tun haben. Es ist eine Doppeldeutigkeit, ne? Es geht einfach darum, wie soll ich das erklären, dass das Gerüst, das man an Finanzen hat, dass man das erhält. Ja? So ist es bei unseren Kindern und so ist es auch vielleicht als Unterstützung gedacht, dass dir jemand vom Außen oder ein Kollege, ein Freund
ein Mensch, der dir am Herzen liegt, hier sehr viel Unterstützung bringt. Das kann mental sein oder tatsächlich im finanziellen Bereich. Im Beruf habe ich hier die Lilien drin, da kann es schon ganz gut sein, dass man ein bisschen kämpft und dass man das Schwert niederlegen darf, dass man für einen friedlichen Ausgang sorgt, dass man auch damit rechnen darf, dass es irgendwie beruflich an einen Punkt kommt, der nicht so ganz flüssig läuft, denn wir haben in der Korrespondenz den Berg. Das heißt, da sind Blockaden, da bremst uns das Schicksal aus. Vielleicht wartet man auf Nachrichten oder Korrespondenzen, die etwas länger dauern, also die nicht gleich durchflutschen, die eine Antwort brauchen. Und wisst ihr, was toll ist und was ich so auch, glaube ich, in meinen ganzen Jahrzehnten der Kartenlegekunst noch nie hatte? Guckt euch mal das an. Hier liegt der Berg, der ein Hindernis darstellt, eine Blockade, ein Element, das überwunden wird oder umgangen wird, eine Sache, die nicht glatt läuft, die liegt ja mit der Wunscherfüllung. Und ich deute das einfach so, dass manchmal Hindernisse, die uns in den Weg kommen, tatsächlich Wunscherfüllung mitbringen, weil die Lösung, die vorher da war, vielleicht nicht die beste für alle war oder weil ja, diese Lösung vielleicht schöner aussah, als sie dann tatsächlich war. Und darum kommt der Berg und sagt, hier, warte mal lieber noch ab. Dann entspricht das Ergebnis auch dem, was du dir erhoffst. Und das ist ja schon mal eine tolle Sache, ne? Hier kann man, ja, ich sag mal, Wunden, die der Liebesbereich mit sich bringt, die Liebe oder die Verbindungen gut überwinden. Man kann eine Beziehung ein Setup geben oder ein Auffrischungscharakter. Man kann ja auch Familienthemen in den Fluss bringen. Wir haben im Haus der Familien den Klee drin, also vielleicht auch gerade so wieder die Aufforderung, schöpfe aus deinem Umfeld und nicht auf das große Außen raus, das immer so wieder groß auf uns einwirkt. Ich habe das bei mir auch jetzt gemerkt, es verwirrt nur noch mehr, wenn man selber nicht die Lösung weiß für alles oder in der Schwebe hängt, dann verwirrt viel Info von außen noch mehr. So. Dann gucken wir, der Holunder spricht mit uns. Hier kriegen wir aufgezeigt, dass die Ewigkeit jetzt ist. Es gibt hell und dunkel. Das, was wir heute denken, kann morgen sein. Es geht um das Jetzt mit Liebe zu füllen, damit ja auch die Zukunft gut ist, ne? Du kannst, wenn du im Jetzt mit sehr viel Liebe lebst oder mit dem höchsten Bewusstsein für alles, eine gute Zukunft erschaffen, die eben nicht dieses Thema dabei hat, alles war schlecht oder alles ist nicht gut. Hier liegt die Wunscherfüllungskarte auf den Themen drauf, auf denen man den Lebensblues schwingen hat, ne? Auf den Themen und Gebieten, die für schlaflose Nächte sorgen und wo man rumgrübelt und sich immer mehr verstrickt beim Denken. Da liegt hier die Wunscherfüllung drauf. Etwas, was plötzlich klar wird und greifbar. Wir haben den Panda. Der bringt uns Balance mit. Wir haben die liegende 8 hier drauf. Yin und Yang, hell und dunkel, die Gegensätze, die sich vereinen, Harmonie, die geschaffen wird, Ausgeglichenheit, die sich einschleicht. Wenn man so diese Bewegung von so einem Panda schon mal gesehen hat, die sind ja recht, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen tapsig oder auch drollig wirken die, ne? Und die bringen tatsächlich einen Ausgleich zwischen Ruhe und Aktion, Gleichgewicht, inneren Frieden.
Auch das Thema, sich auf sich selbst zu besinnen, fällt hier und dem eigenen Weg zu folgen, das hatten wir hier schon. Immer wieder eine Aufgabe, auch man lässt sich schnell mitreißen oder vom Weg abbringen. Ja, der Panda-Bär sagt uns eigentlich, dass wir nachwirken lassen sollen, was wir erleben, also nicht von einem Ding ins nächste rennen. Sich Zeit zu hören, entschuldigt bitte. Sich Zeit zu nehmen, auf die innere Stimme zu hören, auf die Stille zu lauschen oder in die Stille rein. Sich abzugrenzen, die Aufgaben abzustecken, klar zu bleiben, Anbindung zu haben und auch dieses Ding, man weiß selber, was einem gut tut, kommt hier zum Tragen. Wir nehmen noch einen Vogel, dann gehen wir zum Auswahlorakel. Ich danke euch fürs Zuhören und danke auch für alle Unterstützungen bei PayPal und auch hier bei den Kommentaren. Vielen lieben Dank. Ich sage jetzt die Namen nicht, manche wollen das nicht. Aber ich habe es vernommen und ich bin dankbar, weil ich ja gerade auch nicht arbeiten kann, privat. Also Elster, ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und Zauberkraft. Halte dich für große Überraschungen bereit. Das machen wir. Super. Ihr Lieben, ich drücke euch. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir haben den silbernen und den roten Buddha. Und schauen wir jetzt, was unsere Woche uns für Themen, Impulse mitbringt. An alle, die jetzt noch da sind, ein herzliches Dankeschön. Ja, ihr Lieben, ich bin ein bisschen gedrückt. Das könnt ihr mit Sicherheit verstehen. Deshalb rede ich jetzt hier auch gerade nicht so viel, damit ich hier fokussiert bleiben kann. Aber ich bin gespannt, was wir hier für eine schöne Botschaft kriegen. Und ich hätte gern wirklich eine schöne Botschaft für uns alle. Lege ich mal schöner hin, mich stört das immer. Und dann dürft ihr wählen. Oder manche nehmen auch beide oder verteilen es auf Gebiete. Ja, ich kann mich schlecht entscheiden heute. Ich nehme die silberne Seite und wir gucken. Also, nostalgische Momente sind hier. Das Idealisieren der Vergangenheit. Die Angst davor, Fehler zu machen. Hier zieht man auch so ein bisschen Bilanz über das, was war. Leider ist halt die Vergangenheit nicht mal veränderbar, deshalb macht es eben Sinn und das sagt auch die nächste Karte, die Zeit einfach gut zu nutzen, jeden Moment zu einem Moment zu machen, der zählt. Und ja, das scheint nächste Woche ein guter Tipp zu sein. Wir haben mit dabei Erzengel Gabriel. Hier geht es um das Wunder des Neubeginns. Hier kann sogar sein, dass sich etwas auf wunderbare Art und Weise neu manifestiert. Man kommt ins Empfangen. Eine Lichtgeburt steht unmittelbar bevor. An sich geht es hier so ein bisschen darum, dass Erzengel Gabriel so im Prinzip alle Arten von Geburtsprozessen unterstützt.
Er unterstützt auch die Seelengaben in die Welt zu bringen, mit dem eigenen inneren Licht zu strahlen, auch wenn man aufgrund der Schwere der Sorgen nicht mehr daran glaubt, himmlische Hilfe zu empfangen. Hier kommt Glauben und Vertrauen in Wunder und auch dieses Präsentsein von der himmlischen Energie ist einfach spürbar, also die göttliche Liebe, das Empfangen, die Gnade. Und man muss die irdische Bürde nicht alleine tragen. Hier kommt eine Wahnsinnsenergie rein. Wir kriegen ein Ja, unsere Intuition stimmt, unsere Handlungen sind integer und wir dürfen eine Entscheidung treffen. Also, die Entscheidung könnte hier auch sein, sich nicht mehr in der Vergangenheit aufzuhängen. In Gedanken, die immer wieder kommen, hätte man was anders machen können, hätte können, wollte, es ist weg. Und aus der Zeit, die wir jetzt haben, das Beste zu machen. Wenn es an sich Entscheidungen gibt, haben wir auch hier wie im großen Blatt wieder die Aufforderung, bleibe bei dir, höre auf dich. Macht euch keine Gedanken um eure Kinder. Das ist bei mir auch immer ein Problem, das ich aber immer besser in den Griff kriege. Ja. Auch hier könnte es sein, dass sich Dinge neu gestalten, dass man etwas, das man befürchtet hat, nicht befürchten braucht, denn auch die Kinder gehen ihre Wege geschützt weiter. Hier haben wir so das Ding, mach dir mal keine Sorgen um deine Kinder, gucke jetzt mal auf deine Dinge. Dein Wunsch ist in Reichweite. Hab Vertrauen, alles wird zu deinen Gunsten sein. Ich sage Dankeschön an diese Botschaft, die habe ich jetzt auch echt gebraucht. Und dann schauen wir uns die andere Seite an. Der rote Buddha. Ja, hier darf man ein bisschen dran glauben, dass Dinge möglich sind. Also nicht in Unglauben verfallen oder so. Hier bildet man sich vielleicht etwas ein, das nicht funktioniert, das nie möglich werden kann. Und hier braucht etwas eine neue Perspektive. Hier geht es, passt ein bisschen zur Lichtgeburt, drum Erinnerungen, ja, ich sag mal, Konditionierungen, Erinnerungen wegzulassen, die einen definieren. Also man kriegt an sich so eine Möglichkeit, sich komplett neu zu definieren, obwohl man das nicht geglaubt hätte. Wir haben Engelfürst Markoniel für euch. Nimm die Ermächtigung und deine Stärke an. Entscheide dich, der Erde mit deinen Seelenaufgaben zu dienen. Guckt euch mal die Wahnsinnsenergie hier an, ne? Hier wird etwas passieren, wo ihr vielleicht nicht mitgerechnet habt, weil ihr gedacht habt, ich traue mir das nicht zu. Und genau das ist das, was hier deine Aufgabe auch ist. Ihr habt die Selbstständigkeit. Das kann jetzt natürlich euer berufliches Umfeld betreffen, also auf dem Arbeitsbereich, aber ich sehe einfach auch bei der Selbstständigkeit dieses Unabhängigsein von irgendwas, kann ja auch mit den Glaubensvorstellungen zu tun haben, die man über das Thema Fülle hat. Hier kommen sehr viele Gelegenheiten und Chancen, die Fülle bringen. Man nennt es hier sogar Wellen des Wohnstandes. Und guckt mal, auf der anderen Seite hatten wir den Sohn und hier haben wir die Kinder, ne? Also irgendwie scheint auch da ein Thema auf dem Weg zu sein. Kinder sind ein Teil unserer Lebensaufgabe und auch immer wieder dieses Loslassen von, dass man die frei lässt, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen können, dass wir nicht dazu neigen, alles kontrollieren zu müssen, denn da, wo wir ein bisschen Platz lassen und uns nicht begrenzen, können sich Wünsche sehr viel besser erfüllen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch und bis Sonntag.